Kaum eine Substanz in der Geschichte der Menschheit, die die Weltkarte radikaler und brutaler verändert hat, als diese hier. Bevor es existierte, war Krieg eine Frage von Muskelkraft. Ritter in schweren Stahlrüstungen dominierten das Schlachtfeld. Massive Steinburgen galten als uneinnehmbar. Wer die dickere Mauer hatte, gewann. Dann kam dieses unscheinbare, grauschwarze Pulver. Und plötzlich spielten Muskeln und Stein keine Rolle mehr. Ein paar Kilogramm davon, richtig platziert, konnten jahrhundertealte Festungen in Sekunden pulverisieren. Der Ritter in seiner Rüstung war plötzlich kein Panzer mehr, sondern eine langsame Zielscheibe. Wir nennen es Schwarzpulver. Es war der erste chemische Sprengstoff der Geschichte. Aber die größte Ironie an seiner Geschichte ist sein Ursprung. Es wurde nicht von Generälen oder Waffenschmieden erfunden, die nach einer ultimativen Waffe suchten. Es wurde im 9. Jahrhundert im alten China entdeckt, von taoistischen Mönchen. In ihren Laboren suchten sie eigentlich nach dem genauen Gegenteil. Sie suchten nach dem Elixier des ewigen Lebens. Sie mischten Kräuter, Erze und Salze in der Hoffnung, die Unsterblichkeit zu finden. Stattdessen fanden sie den Schlüssel zur ultimativen Zerstörung. Sie fanden das Schießpulver. Aber was genau ist dieses Pulver physikalisch? Es ist kein Hexenwerk. Es ist auch keine hochkomplexe moderne Molekularchemie wie bei Plastiksprengstoff oder TNT. Es ist eine simple mechanische Mischung aus nur 3 Zutaten, die man theoretisch in der Natur finden kann. Ein Brennstoff, ein Zünder und ein Sauerstoffträger. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir schauen uns heute an, wie aus 3 harmlosen Stoffen eine Substanz wird, die Imperien zu Fall brachte. Wir analysieren die Chemie hinter der Explosion und warum moderne Waffen dieses Pulver gar nicht mehr nutzen. Die Logik hinter diesen historischen Technologien zu verstehen, ist der Schlüssel, um unsere moderne Welt zu begreifen. Wenn dich diese Art der tiefgehenden Analyse interessiert, dann ist dieser Kanal genau der richtige Ort für dich. Um Schwarzpulver herzustellen, das wirklich explosiv ist und nicht nur vor sich hin brennt, braucht man ein extrem präzises Rezept. Über Jahrhunderte hinweg haben Alchemisten und später Ingenieure experimentiert. Sie fanden heraus, dass das Verhältnis fast magisch genau sein muss. 75% Kaliumnitrat, 15% Holzkohle und 10% Schwefel. Aber warum genau diese Zahlen? Das ist keine Willkür. Es ist die perfekte chemische Stöchiometrie. Genau bei diesem Verhältnis gibt es genug Sauerstoffatome im Nitrat, um jedes einzelne Kohlenstoffatom vollständig zu verbrennen. Ist zu viel Kohle drin, brennt es langsam und raucht. Ist zu viel Nitrat drin, verbrennt es zu heiß und unkontrolliert. Schauen wir uns die Zutaten im Detail an, denn der Teufel steckt im Detail. Die erste Zutat ist Holzkohle. Sie ist der Brennstoff. Aber hier machten viele frühe Pyrotechniker einen entscheidenden Fehler. Man kann nicht einfach die Kohle vom letzten Lagerfeuer nehmen. Hartholz wie Eiche oder Buche ist für Schwarzpulver denkbar schlecht geeignet. Es ist zu dicht. Die alten Meister bevorzugten Weichhölzer, Weide, Erle oder Weinreben. Der Grund ist mikroskopisch klein. Wenn man Weidenholz unter Ausschluss von Luft verkohlt, bleiben die feinen Zellstrukturen des Holzes erhalten. Es entsteht ein Gerüst voller winziger Poren und Kanäle. Diese Poren sind entscheidend. Sie saugen die anderen Zutaten später förmlich auf wie ein Schwamm. Das vergrößert die Oberfläche für die Reaktion ins Unermessliche. Gute Schießpulverkohle ist also eigentlich ein Hightech-Schwamm aus reinem Kohlenstoff. Die zweite Zutat ist Schwefel. Das gelbe Gestein, das man oft in vulkanischen Gegenden findet. Schwefel hat im Schwarzpulver eine entscheidende Aufgabe. Er senkt die Zündtemperatur. Schwefel entzündet sich schon bei relativ niedrigen Temperaturen von etwa 250 Grad Celsius. Er wirkt wie ein Starterkabel. Er sorgt dafür, dass die Reaktion überhaupt erst in Gang kommt und hilft dabei, die Hitze rasend schnell auf die träge Kohle zu übertragen. Aber Holzkohle und Schwefel allein machen noch keine Explosion. Feuer braucht Sauerstoff. Und in einem geschlossenen Kanonenrohr gibt es keine Luft. Hier kommt die dritte, wichtigste und historisch am schwierigsten zu beschaffende Zutat ins Spiel. Das Kaliumnitrat. Früher nannte man es Salpeter. Salpeter ist der Sauerstofflieferant. Es ist ein weißes, kristallines Salz. Chemisch gesehen ist es ein Sauerstoffspeicher. Ein einziges Molekül Kaliumnitrat hält 3 Sauerstoffatome gefangen. Wenn es erhitzt wird, zerfällt es und wirft diesen Sauerstoff den hungrigen Kohlenstoffatomen zum Fraß vor. Dadurch kann das Feuer auch unter Wasser oder im Vakuum brennen. Es bringt seine eigene Atemluft mit.
Die Gewinnung von Salpeter war jedoch jahrhundertelang ein schmutziges Geschäft. Salpeter entsteht natürlich dort, wo organisches Material verrottet. Vor allem in Ställen, in Misthaufen und in Latrinen. Um den unersättlichen Hunger der Armeen nach Schießpulver zu stillen, wurden riesige Salpeterplantagen angelegt. Man schichtete Mist, Urin und Erde auf und ließ es monatelang verrotten. Der Treibstoff für die glänzendsten Kriege der Könige kam buchstäblich aus dem Dreck der Ställe. Jetzt haben wir alle 3 Zutaten. Man könnte meinen, man muss sie jetzt nur noch zusammenmischen. Aber genau hier liegt die tödliche Gefahr. Wenn man Holzkohle, Schwefel und Salpeter trocken in einer Mühle mahlt, entsteht Reibung. Reibung erzeugt Wärme. Und Wärme kann zu einem Funken führen. Jahrhundertelang flogen Pulvermühlen regelmäßig in die Luft, oft mit verheerenden Folgen für ganze Stadtteile. Ein einziger Funke eines Steins im Mahlwerk reichte aus. Die Arbeit in einer Pulvermühle war einer der gefährlichsten Jobs der Welt. Man arbeitete in Holzhütten, nutzte Werkzeuge aus Bronze oder Holz, die keine Funken schlagen, und trug Filzschuhe. Um dieses Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Leistung zu steigern, erfanden Ingenieure im Spätmittelalter das sogenannte Körnen. Anstatt das Pulver trocken als staubiges Mehl zu nutzen, befeuchteten sie es während des Mahlens. Oft mit Wasser, manchmal mit Alkohol. Es entstand eine schwarze Paste, die man gefahrlos pressen konnte. Diese Paste wurde durch Siebe gedrückt und getrocknet. Das Ergebnis waren kleine, harte Körner. Das hatte einen gigantischen physikalischen Vorteil. Zwischen den Körnern entstehen kleine Hohlräume, Luftkanäle. Wenn man gekörntes Pulver anzündet, kann die Flamme durch diese Kanäle rasen und die gesamte Ladung fast gleichzeitig entzünden. Staubiges Mehl brennt nur langsam von außen nach innen. Aber gekörntes Pulver setzt seine Energie schlagartig frei. Und hier müssen wir eine wichtige technische Unterscheidung treffen. Viele Menschen nutzen das Wort Explosion für alles, was knallt. Aber physikalisch gesehen explodiert Schwarzpulver gar nicht im modernen Sinne. Es detoniert nicht. Es deflagriert. Der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit. Bei modernen Hochleistungssprengstoffen wie C4 oder Dynamit breitet sich die Reaktion schneller aus als der Schall. Es entsteht eine Schockwelle, die das Material regelrecht zerreißt. Das ist eine Detonation. Sie zertrümmert. Schwarzpulver hingegen brennt nur extrem schnell ab. Die Reaktionsgeschwindigkeit liegt unter der Schallgeschwindigkeit. Es erzeugt keine zerstörerische Schockwelle, sondern eine massive Menge an Gas. Das Gas dehnt sich aus und braucht Platz, etwa das 3000-fache des Pulvervolumens. Dieser Druck schiebt. Er schiebt die Kugel aus dem Lauf, statt den Lauf zu sprengen. Schwarzpulver ist also ein Treibmittel, kein Zertrümmerer. Es ist der Unterschied zwischen einem harten Hammerschlag und einem kräftigen Schubs. Diese chemische Reaktion hat aber einen gewaltigen Nachteil, der Generäle jahrhundertelang zur Verzweiflung brachte. Sie ist schmutzig. Nur etwa 45% des Schwarzpulvers verwandeln sich in Gas. Der Rest, ganze 55%, bleiben als feste Partikel übrig. Kaliumcarbonat und Sulfat. Das sehen wir als dicken weißen Rauch. Auf den Schlachtfeldern des 18. Jahrhunderts führte das dazu, dass Soldaten nach den ersten paar Salven buchstäblich blind waren. Der Nebel des Krieges war nicht nur eine Metapher, er war realer, beißender Qualm. Kanoniere mussten das Schießen einstellen, weil sie nicht mehr sahen, ob sie Freund oder Feind trafen. Zudem verschmutzte dieser Rückstand die Waffen so stark, dass Musketen nach wenigen Schüssen verstopften und gereinigt werden mussten. Mitten im Gefecht. Erst Ende des 19. Jahrhunderts gelang es Chemikern, das rauchlose Pulver auf Nitrocellulose-Basis zu entwickeln, das wir heute nutzen. Es verbrennt fast rückstandslos und machte das moderne Scharfschützenwesen überhaupt erst möglich. Mit Schwarzpulver hätte jeder Schuss sofort deine Position verraten. Dennoch, für fast 1000 Jahre war diese simple Mischung aus Kohle, Schwefel und Salpeter der entscheidende Faktor für Macht auf diesem Planeten. Es beendete das Zeitalter der Ritter. Es zwang Architekten dazu, Festungen völlig neu zu bauen, flach und sternförmig, statt hoch und mächtig. Es begann als Suche nach dem ewigen Leben und endete als die Technologie die Kriege industrialisierte. Eine Erinnerung daran, dass technische Innovationen oft ganz andere Folgen haben, als ihre Erfinder beabsichtigten. Aber Schwarzpulver ist nicht das einzige Material, bei dem wir die Chemie der Natur austricksen müssen, um sie nutzbar zu machen. Es gibt Metalle, die so unnatürlich sind, dass sie ohne unseren Eingriff sofort wieder zu Staub zerfallen würden. Unsere moderne Welt basiert auf solchen unsichtbaren Kompromissen.
Und genau diese verborgene Logik werden wir hier weiter entschlüsseln. Es lohnt sich, dran zu bleiben.